Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampyre. In der letzten Folge haben wir Whitechapel ein bisschen erkundet und haben ein paar Leute kennengelernt hier. Sowie einen Haufen Geheimnisse entdeckt. Auch ein paar von unserer lieben Dorothy Crane. Naja, anscheinend geht es hier richtig scheiße ab in dem Stadtviertel. You look so pale, my lord. Would you like me to revive you? So. Und hier scheint extrem viel abzugehen. Wieso kann ich hier hoch? Okay. It's locked, all right. Influencer, häufig von Lungenentzündung begleitet. Bleiben Sie zu Hause, um die spanische Grippe auf jeden Fall zu vermeiden. Also dieses Viertel ist eigentlich dem Untergang geweiht, wie wir letzte Folge gehört haben. Weil hier haben wir alles nicht. In dem Briefkasten. Blumenstrauß, ein kleiner Blumenstrauß, ein Geschenk für eine kostenlose medizinische Untersuchung, in dem eine medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. If you are sick, if you have no money, wherever you are, wherever you're from, come see Dorothea to get help. No tricks, no charges, no question asked. Ah, okay, das ist der Coupon. Camilla verteilt heimlich Gutscheine für Untersuchungen in Dorothy Cranes Apotheke. Das ist eine der Damen... Moment. Hä, wer war das jetzt? Sie hier. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Die redet nicht. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Okay. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Ja, scheinbar schon. Very well. Goodbye then. Irgendwo hier muss der Briefkasten sein. Da ist er ja. Darius Brief. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr meine Kinder noch in einem Land lebt, das vom Krieg heimgesucht wird. Aber auch hier in England tobt ein Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen. Deshalb schreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss von mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch auch weiter ab der kalten Heimat liebt. Euer auf ewig liebender The Vater. content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Okay. Den Mann haben wir noch nicht angesprochen. Das war wahrscheinlich der hier unten, oder? Fucking hell. Ja, egal. Jetzt müssen wir den letzten Typ noch finden. Ja, du versteckst jetzt tatsächlich die ganzen Sachen. Die Armee braucht sie. Treten Sie heute noch bei.
Warum bei jedem Blumenstrauß? Okay. Hierüber gehe ich auf jeden Fall nicht. Weil erstens ist das Gebiet komplett rot. Ich weiß nämlich nicht. Nee, ich gehe dann mal nicht hin. Vor allem, weil da Level 14er sind. Nee. War, glaube ich, ein neuer Bezirk auch. It's locked. Kann ich nicht einfach hier hoch? Wieso kannst du nicht springen, Mann? Durch die Kirche? Quarantäne, Grippe. Betreten Sie diesen Bereich nicht im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Gesundheitsbeauftragter. Ich glaube hier durch, ja. Okay. Ich glaube, in die andere Richtung muss ich laufen. You look so pale, my lord. Would you like me to revive you? Okay, in die Richtung geht es also nicht. Naja. Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle. Da bist du. Ah, ich dachte gerade, das hängt jetzt erstmal. Ah, egal. Aber speichert. Da ist ein Skell. Okay. Gut, hier. Ah, schade. Gut, einmal den hier. Gut, einmal hier. Einmal Blut snacken. Gut. Und nochmal snacken. Gut. Alles klar. Wir brauchen irgendwann mal Waffen, die richtig gut sind. Ich finde, die Waffe, die ich jetzt habe, ist nicht schlecht, aber trotzdem. Quarantänezone mal wieder. Dann die Influencer. Ich weiß, wo er ist. Er ist da drin. Ist tatsächlich nix. Okay. Na, geh mal rein hier. Da. Und da. Absagebrief eines... Hier hin. Absagebrief eines Verlags. Sehr geehrter Mr. Niedercock. Sorry. Vielen Dank für die Übersendung Ihres Gedichtsbandes Lieder aus der besiegten Stadt, den wir interessant und tiefgründig fanden. Wie wir ihn schon nach Erhalt des ersten Exemplars mithalten, haben Sie angesichts der schrecklichen Zeiten, die unser Land durchlebte, bitte Verständnis dafür, dass es momentan völlig ausgeschlossen ist, ein Buch mit diesem Titel zu veröffentlichen. Da Sie sich nun noch immer weigern, den Titel zu ändern und Ihr Werk vollständig oder gar nicht publizieren sehen wollen, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass sich Synco von Publishing für Ihre letzte Operation entscheiden muss. Nicht publizieren. War mit seiner Poesie noch nie erfolgreich.
Okay. Okay. Aber wer zum Geier ist dann eigentlich der Erpresser? Das wird dann der Doktor sein, hä? Oh. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Nethercott, okay. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Okay, der ist tatsächlich durch und durch ein Poet. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Huh. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much, and that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Camellia ist für Richard Nethercott wie eine Muse und er sieht sie als unzugängliches Mysterium. Okay, damit hätte ich 5000 EP, wenn ich sie ausschlagen würde. Aber ich sehe sie immer noch. Ah, da unten ist sie. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Das stimmt allerdings. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Hey, der hat ein
ganz eigenen Sinn, die Sachen zu sehen. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Richard fühlt sich schuldig, dass er auf die finanzielle Unterstützung seiner Eltern angewiesen ist. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Okay. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Darius ist ein ehemaliger politischer Aktivist aus Rumänien. Daher kennen er sich und Dorothy Crane. Sie war eine Freiheitskämpferin, er war politischer Aktivist. Oder waren sie Gegner? Moment, das verstehe ich gerade noch nicht ganz. Egal. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Ja, das sollte vielleicht echt jetzt einfacher sein. So. Aber wir haben noch nicht mit allen geredet. Ah, die sind wahrscheinlich alle in diesem Krankenhaus drin, ja? Ja, den lasse ich mal in Ruhe. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. Petersons Haus. Okay. Reden wir mit ihm. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which... Harry Peters, Joe. Harry ist in einer jämmerlichen Verfassung und häufig krank. Dann ist wahrscheinlich eher vielleicht der Grund, warum die zwei sich gerade im Moment hassen oder so. What can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say.
Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Harry wollte von Anfang an nicht in Whitechapel leben. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Ach du Scheiße. Da habe ich jetzt alles gemacht. Dann gehen wir rüber. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Ja, so kann man so auch sehen, Do you ne? know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Da hat sie recht. Bye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with gloom. Okay. It's locked. Professionelle Vampirjäger. Neues Sammelobjekt. Wenn Sie vermuten, dass jemand ein Vampir ist, versuchen Sie nicht, ihn zu töten. Sie haben keine Chance. Melden Sie sich lieber bei mir oder informieren Sie einen professionellen Vampirjäger. Diese Männer und Frauen sind selten, aber sie wissen, wie man mit diesen bösartigen Wesen umgeht. Es scheint auch so, als würden einige von ihnen unter dem Namen Wache von Privion zusammenarbeiten. Diese paramilitärische Organisation hat sich der Ausmerzung aller Vampire in London verschrieben. Sie sind ihre Freunde, sie sind nicht allein. Es gibt Lösungen. Seien Sie schlau, verbreiten Sie die Kunde. Clarence Crossley. Absagebrief. Sehr geehrter Mr. Peterson, es ist leider meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns im Gespräch die Schwierigkeit Ihrer Lage mit Ihrem kranken Sohn und Ihrer verstorbenen Frau geläutert haben. Es ist jedoch ein ausdrücklicher Teil unserer Filmpolitik, keinen ehemaligen Verbrecher oder Häftlinge anzustellen. Ihre unseligen Verbindungen zu den berüchtigten Boat Boys wurden ordnungsmäßig berücksichtigt. Dies sind schwere Zeiten, Sir. Und Flinch und Harper berücksichtigen zuerst jene Bewerber, die unseren flüchtigen Nachforschungen über unsere zukünftigen Mitarbeiter genügen. Sie haben ein tief empfundenes Mitgefühl. Möge Gott Ihnen und Ihrer Familie gnädig sein. Hochdangsvoll, R.D. Harper. Wegen seines kriminellen Rufs kann Joe keine rechtschaffende Arbeit finden. Ach du Kacke, ne? Und wann kriege ich endlich diese kacksverschlossene Truhen auf? Ist das irgendein Skill, den ich noch holen muss oder so? Naja. Ich glaube, ich verlasse das Haus noch und dann rede ich nochmal mit unserem lieben Freund hier. You again?
What do you want this time? Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Gut. Goodbye, Mr. Peterson. Okay, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir endlich zur Dorothy reinkommen können. Ciao. Euer Gladius.